Zehntausende Kryptowährungen gibt es inzwischen und fast alle werden scheitern. Das ist keine provokante These, sondern so gut wie sicher. Viele glauben, Coins wie Ethereum, Solana und unzählige andere wären nur Variationen von Bitcoin. Vielleicht schneller, vielleicht mit mehr Funktionen, aber am Ende des Tages austauschbar. Das ist ein fataler und teurer Irrtum. Die Wahrheit ist, Bitcoin hat 3 einzigartige Eigenschaften, die zusammen ein Erfolgsrezept bilden, das niemand, wirklich niemand kopieren kann. Hier geht es nicht nur um Technologie, es geht um die perfekte Mischung aus Code, Ökonomie und menschlicher Natur. Und wer diese 3 Merkmale nicht kapiert, wird nie verstehen, warum Bitcoin nicht einfach nur eine weitere Kryptowährung ist, sondern eine komplett neue Anlageklasse. Wir schlüsseln heute auf, warum Bitcoin unkopierbar ist und warum das Ignorieren dieser Fakten für viele Anleger zum totalen Verlust führen wird. Stell dir mal vor, du könntest ein digitales Gut erschaffen, das nachweislich seltener als Gold, das keine Regierung oder Firma kontrollieren kann und dessen Regeln in Stein gemeißelt sind. Unveränderbar durch eine einzelne Person oder Gruppe. Klingt unmöglich, oder? Aber genau das ist Bitcoin. Doch die meisten starren nur auf den Preis und auf die Schwankungen, aber nicht auf das geniale Uhrwerk, das im Hintergrund tickt. Sie jagen dem nächsten Bitcoin-Killer hinterher und merken nicht, dass sie einer Fata Morgana folgen. Denn was Bitcoin so einzigartig macht, ist kein Feature, das man mal eben mit einer neuen Blockchain kopieren kann. Es ist eine einmalige Entstehungsgeschichte, die die Spielregeln für immer verändert hat. Bleib dran, denn was du gleich erfährst, wird deine Sicht auf den gesamten Kryptomarkt für immer verändern. Und damit, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Boost Beyond, dein Zentrum für persönliche Finanzen und Selbstentwicklung, mit unterhaltsamem Roguelike-Gameplay im Hintergrund. Mit dem heutigen Video setzen wir die Reihe von Brotato fort, einem meiner aktuellen Lieblingsspiele, wenn es darum geht, nicht allzu taktisch zu klicken, sondern ganz entspannt im Automodus die Früchte meiner Arbeit zu genießen und zu schauen, wie es am besten funktioniert. Immer auf der Jagd nach dem besseren nächsten Item. Wir kämpfen uns als Kartoffel durch Wellen von Aliens und versuchen entsprechend unserer Klasse, welche sich komplett unterschiedlich spielen, ganz unsere Stärken auszuspielen. Heute beginnen wir einen Run mit dem brandneuen Bestienmeister, der neuen Klasse aus Paws und Claws, welche keine Waffen trägt und sich komplett auf seine Minions, also seine beschworenen Kreaturen, verlässt. Wie im Spiel möchte ich dir durch meine Erfahrung auf deiner finanziellen Reise und bei deinem persönlichen Wachstum helfen, während wir gemeinsam leveln. Wenn du neu hier bist, drück gern den Abonnieren-Button und wenn es dir gefällt, auch den Like-Button, damit diese Videos mehr Leuten empfohlen werden können. Jedoch ein wichtiger Disclaimer am Anfang. Das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich dir erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Gut, jetzt geht's los. Der Begriff Dezentralität wird im Crypto-Space inflationär benutzt. Fast jedes Projekt behauptet von sich, dezentral zu sein. Doch in 99% der Fälle ist das eine Marketinglüge. Um es zu verstehen, warum die Dezentralität von Bitcoin so besonders ist, müssen wir uns ansehen, was sie wirklich bedeutet. Dezentralität heißt nicht nur, dass wir keine zentralen Stellen wie eine Bank haben. Das bedeutet, es gibt absolut niemanden, keine Stiftung, kein Entwicklerteam und keine Gruppe von Großinvestoren, die die Kontrolle hat und die Regeln ändern können. Bei Bitcoin wird diese radikale Machtverteilung durch Zehntausende unabhängige Computer, sogenannte Nodes, auf der ganzen Welt sichergestellt. Jeder dieser Nodes speichert die komplette Kopie der gesamten Transaktionsgeschichte, der Blockchain, und prüft jede neue Transaktion nach exakt denselben Regeln, die seit dem ersten Tag im Protokoll stehen. Würde jemand versuchen, diese Regeln zu brechen, wie zum Beispiel Bitcoins ausgegeben werden, die ihm nicht gehören, würde sein Versuch sofort mit allen anderen ehrlichen Nodes im Netzwerk als ungültig erkannt und abgelehnt. Eine Manipulation ist praktisch unmöglich, weil man nicht einen Server hacken, sondern zehntausende unabhängige Wächter gleichzeitig überzeugen müsste. Genau hier liegt der erste fundamentale Unterschied. Viele populäre Altcoins wie Ethereum oder Solana haben zwar auch ein Netzwerk, aber ihre Machtstruktur ist deutlich zentralisierter. Oft gibt es eine einflussreiche Stiftung, ein Kernentwicklerteam oder eine bekannte Führungsfigur, die de facto die Richtung vorgeben. Diese Projekte hatten Gründer, die man heute kennt, CEOs,
die auf Konferenzen sprechen, und Firmen, die hinter ihnen stehen. Das schafft einen zentralen Angriffsvektor, der nicht nur für Hacker, sondern auch für Regierungsbehörden. Wenn eine Regierung eine Stiftung zwingen kann, das Protokoll zu ändern, ist die Dezentralität nur eine Illusion. Bitcoin hat dieses Problem nicht. Sein Schöpfer, Satoshi Nakamoto, ist und bleibt anonym und ist seit 2010 verschwunden. Es gibt keine Firma, keinen CEO und keinen Vorverkauf von Coins an Insider. Bitcoin wurde fair in die Welt entlassen und jeder hatte die gleiche Chance, von Anfang an dabei zu sein. Diese makellose Empfängnis ist ein historischer Zufall, der sich nicht wiederholen lässt. Jeder Coin, der heute startet, hat einen bekannten Gründer oder ein Team, was unweigerlich einen gewissen Grad der Zentralisierung und Einfluss bedeutet. Und warum ist das jetzt so entscheidend? Weil diese absolute Dezentralität die Grundvoraussetzung ist für die beiden anderen einzigartigen Merkmale von Bitcoin. Sie ist der Fels in der Brandung, auf dem alles andere aufbaut. Ohne sie wäre die Versprechen der Knappheit und der Sicherheit wertlos. Das wohl bekannteste Merkmal von Bitcoin ist seine harte Obergrenze. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Diese Zahl ist nicht verhandelbar. Sie wird nicht von einer Person garantiert, sondern vom dezentralen Netzwerk, das wir gerade besprochen haben, das eisernen Härte dieses durchsetzt. Neue Bitcoins entstehen ausschließlich als Belohnung für Miner, die das Netzwerk sichern. Die Menge dieser Belohnung wird durch den genialen Mechanismus des Halvings alle 4 Jahre halbiert. Am Anfang gab es 50 Bitcoin pro Block, dann 25, dann 12,5 und so weiter. Es geht immer so weiter, bis um das Jahr 2140 der letzte Bruchteil eines Bitcoins geschürft wird und die Gesamtmenge von 21 Millionen erreicht ist. Dieser Mechanismus macht Bitcoin zum ersten nachweisbar knappen digitalen Gut. Jede Transaktion und die gesamte Geldmenge sind für jeden auf der Blockchain transparent nachprüfbar. Du musst niemandem vertrauen, du kannst es selbst verifizieren. Vergleicht das mal mit unserem Finanzsystem, in dem Zentralbanken nach Belieben Geld drucken. Oder vergleich es mit anderen Kryptowährungen. Bei Ethereum zum Beispiel gibt es keine in Stein gemeißelte Obergrenze. Die Geldpolitik kann durch Entscheidungen der Entwickler geändert werden und wurde es auch schon. Zwar kann das Angebot durch einen Mechanismus namens Fee-Burning unter bestimmten Bedingungen sogar sinken, die Regeln aber nicht so unveränderlich wie bei Bitcoin. Viele andere Altcoins starten mit den Versprechen einer festen Obergrenze, aber wenn das Projekt in Schwierigkeiten gerät, kann diese Regel durch ein zentralisiertes Update oft geändert werden. Bei Bitcoin ist eine solche Änderung praktisch unmöglich. Um die 21 Millionen Obergrenze aufzuheben, müsste eine überwältigende Mehrheit der unabhängigen Nodebetreiber weltweit wissentlich einer Änderung zustimmen, die den Wert ihres eigenen Vermögens, die Knappheit, zerstören würde. Es wäre so, als würden Goldbesitzer dafür stünden, Blei in Gold umwandeln zu können. Es widerspricht jeder ökonomischen Logik. Die Dezentralität erzwingt die Einhaltung der Knappheit. Diese mathematisch garantierte, dezentral durchgesetzte Knappheit ist der Grund, warum Bitcoin oft als digitales Gold bezeichnet wird. Es ist ein Wertspeicher, der immun gegen politische Einflussnahme und Inflation ist. Es ist kein Unternehmen, das pleite gehen kann und keine Währung, die beliebig vermehrt werden kann. Es ist ein neutrales, globales monetäres Gut, dessen Regeln seit seiner Schöpfung unveränderlich sind. Und genau diese Verlässlichkeit kann kein neuer Coin, der heute entsteht, glaubhaft für sich beanspruchen. Wenn du bis hierhin verstanden hast, dass die Kombination aus echter Dezentralität und absoluter Knappheit Bitcoin fundamental von allen anderen Coins unterscheidet, dann abonniere gern meinen Kanal. Denn im nächsten Abschnitt enthüllen wir den dritten, oft übersehenen Geniestreich von Bitcoins Design, den Mechanismus, der dieses System wie ein lebender Organismus am Laufen hält. Klick auch gern auf die Glocke, um nichts weiter zu verpassen. Wir haben also ein dezentrales Netzwerk, das eine absolute knappe Geldmenge schützt. Aber wie stellt das System sicher, dass diese Geldmenge auch vorhersehbar ausgegeben wird? Was passiert, wenn Millionen neuer Miner dazukommen und die Rechenleistung explodiert? Oder was, wenn ein Land das Mining verbietet und der Großteil der Rechenleistung plötzlich verschwindet? Hier kommt die dritte und vielleicht eleganteste Eigenschaft von Bitcoin ins Spiel.
die Schwierigkeitsanpassung, Difficulty Adjustment. Man kann es sich als den intelligenten Herzschlag oder den Selbstheilungsmechanismus des Netzwerks vorstellen. Ihr einziger Zweck ist es, dafür zu sorgen, dass im Durchschnitt alle 10 Minuten ein neuer Block gefunden wird, egal wie viel Rechenleistung gerade aktiv ist. Alle 2016 Blöcke, also ungefähr alle 2 Wochen, schaut das Protokoll zurück und misst, wie lange es für diese Blöcke gebraucht hat. War das Netzwerk schneller als die 10 Minuten pro Block, weil mehr Miner da waren? Dann erhöht das Protokoll automatisch die Schwierigkeit des mathematischen Rätsels, das die Miner lösen müssen. Hat es länger gedauert? Dann senkt das Protokoll die Schwierigkeit. Diese simple, aber geniale Mechanik hat enorme Konsequenzen. Erstens sorgt sie für eine stabile und vorhersehbare Ausgabe von Bitcoins. Wir wissen dank der Schwierigkeitsanpassung und des Halvings ganz genau, wie viele Bitcoins heute, morgen und in 10 Jahren im Umlauf sein werden. Diese Planbarkeit ist das exakte Gegenteil der willkürlichen Geldpolitik von Zentralbanken. Zweitens macht das Netzwerk unglaublich widerstandsfähig. Das beste Beispiel ist das Mining-Verbot in China 2021. Über 50% der weltweiten Rechenleistung fielen quasi über Nacht weg. Bei jedem anderen System hätte das zum Kollaps führen können. Doch was passierte bei Bitcoin? Für ein paar Wochen fielen Blöcke langsamer aus, wurden später gefunden. Aber bei der nächsten Anpassung reduzierte das Protokoll die Schwierigkeit drastisch. Das Mining wurde wieder profitabel, Miner aus anderen Ländern sprangen ein und innerhalb weniger Monate hatte sich das Netzwerk nicht nur erholt, sondern neue Rekorde an Rechenleistung und Sicherheit erreicht. Es hat sich selbst geheilt, ohne dass ein Krisenstab eingreifen musste. Drittens ist die Schwierigkeitsanpassung der Klebstoff, der alles zusammenhält. Ohne sie wäre die Obergrenze von 21 Millionen fast bedeutungslos. Wenn die Rechenleistung stark ansteigt, würden alle Coins in wenigen Jahren statt bis 2140 ausgegeben werden. Die Knappheit wäre fast dahin. Ohne sie würde auch die Dezentralität leiden, da das Netzwerk instabil und unzuverlässig wäre. Diese 3 Säulen, radikale Dezentralität, absolute Knappheit und die automatische Schwierigkeitsanpassung, sind untrennbar miteinander verbunden. Jedes Merkmal stützt die anderen. Die Dezentralität schützt die Knappheit. Die Schwierigkeitsanpassung schützt die planbare Ausgabe, was das Vertrauen in das dezentrale System weiterhin stärkt. Wenn du dich also das nächste Mal fragst, was Bitcoin von den abertausenden anderen Coins unterscheidet, denk an dieses unkopierbare Dreigespann. Ein Altcoin kann zwar den Code von Bitcoin kopieren, er kann behaupten, schneller und effizienter zu sein, aber er kann niemals seine Entstehungsgeschichte, seine faire Verteilung ohne zentrale Führung und das über ein Jahrzehnt gewachsene, organische und wirklich dezentrale Netzwerk kopieren. Ein neuer Coin wird immer einen Gründer haben, der interviewt werden kann, eine Stiftung, die verklagt werden kann, eine kleine Gruppe von Insidern, die einen Großteil der Coins hält. All das sind zentrale Schwachstellen, die Bitcoin nicht hat. Deshalb ist der Vergleich von Bitcoin mit anderen Kryptowährungen wie der Vergleich von Gold mit einer Aktie eines Minenunternehmens. Das eine ist ein neutrales, globales monetäres Gut, das sich bewährt hat. Das andere ist eine Wette auf ein Unternehmen, ein Team oder eine Technologie. Die meisten Kryptowährungen sind Technologieprojekte oder Startups, die um Anwendungsfälle konkurrieren. Bitcoin konkurriert nicht mit ihnen. Bitcoin konkurriert mit dem Euro, dem Dollar und mit Gold als neutralem Wertspeicher. Es ist anders. Es ist nicht nur die erste, sondern die einzige Kryptowährung ihrer Art. Und das zu verstehen, ist der entscheidende Schritt, um in dieser neuen digitalen Welt kluge Entscheidungen zu treffen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken weiterhin zu verbessern. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch diese Reihe eines Videospiels über mehrere Videos gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.